Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Lange bevor die ersten Steine für Stonehenge oder die Pyramiden von Gizeh bewegt wurden, erhob sich im Herzen des Mittelmeers eine Kultur, deren Bauten die Grenzen unserer Vorstellungskraft herausfordern. Auf den kleinen Inseln Malta und Gozo stehen Tempel aus gigantischen Kalksteinblöcken, errichtet von einer Gesellschaft ohne Metallwerkzeuge und ohne das Rad. Sie sind die ältesten freistehenden Monumente der Menschheit, stumme Zeugen einer Welt, die so fern ist, dass sie fast mythisch erscheint. Wer waren diese Menschen und was trieb sie an, den Himmel auf Erden zu errichten? Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise nicht nur über das Meer, sondern auch durch die Zeit. Stellen Sie sich das Mittelmeer vor, nicht als belebten Raum moderner Schifffahrt, sondern als eine weite, stille Fläche unter einem unberührten Sternenhimmel. In seiner Mitte liegen zwei Inseln, klein, aber von einer besonderen Aura umgeben: Malta und Gozo. Die alten Griechen nannten sie Melite, die Inseln des Honigs, vielleicht wegen des goldfarbenen Globigerina-Kalksteins, der in der Sonne leuchtet, oder wegen einer endemischen Bienenart, die hier seit jeher zu Hause ist. Wenn man heute auf diesen Inseln ankommt, spürt man es sofort. Eine Dichte der Geschichte, die in der Luft liegt, im Gestein, selbst eingeschlossen ist. Vor etwa 7000 Jahren, um 5200 vor Christus, erreichten die ersten Menschen diesen isolierten Archipel. Sie kamen wahrscheinlich aus Sizilien, nur 90 Kilometer entfernt, in einfachen Booten, die den Wellen ausgeliefert waren. Sie brachten mit sich, was sie zum Überleben brauchten: Saatgut für Getreide, domestizierte Tiere wie Schafe, Ziegen und Schweine. Sie fanden ein Land vor, das unberührt war, ohne große Raubtiere, mit fruchtbaren Tälern und sanften Hügeln, ein karges Paradies, das ihnen eine neue Heimat versprach. Diese ersten Siedler waren Bauern und Hirten. Ihre Welt war geprägt von den Zyklen der Natur, der Sonne, dem Mond und den Jahreszeiten. Sie lebten in kleinen Gemeinschaften, bauten einfache Hütten und hinterließen zunächst nur bescheidene Spuren in der Landschaft: Keramikscherben, Werkzeuge aus Feuerstein und Obsidian. Doch in diesen Menschen schlummerte ein Impuls, ein Drang, der sie dazu bringen sollte, etwas zu schaffen, das ihre bescheidene Existenz bei weitem überdauern würde. Etwas, das uns heute noch, nach Tausenden von Jahren, in sprachloses Staunen versetzt. Sie ahnten nicht, dass sie den Grundstein für die ältesten freistehenden Bauwerke der Menschheit legen würden. Dies ist die Geschichte ihres Erbes, ein Echo aus Stein, das aus der tiefsten Vergangenheit zu uns spricht. Wenn wir an monumentale antike Architektur denken, wandern unsere Gedanken unweigerlich nach Ägypten, zu den Pyramiden von Gizeh, oder nach England, zu den mystischen Steinkreisen von Stonehenge. Diese Bauwerke sind Ikonen der menschlichen Geschichte, Symbole für den Ehrgeiz und die Ingenieurskunst früher Zivilisationen. Doch die Tempel von Malta fordern uns auf, unsere Zeitrechnung neu zu kalibrieren. Sie zwingen uns, die etablierten Narrative über den Beginn der Zivilisation zu hinterfragen. Die große Pyramide von Gizeh wurde um 2560 vor Christus fertiggestellt. Stonehenge, in seiner bekanntesten Form, entstand etwa zur gleichen Zeit. Die maltesischen Tempel jedoch sind erheblich älter,
Die frühesten Phasen ihrer Errichtung beginnen um 3600 vor Christus. Das bedeutet, diese megalithischen Strukturen standen bereits über 1000 Jahre, als die ersten Steine für die Pyramide des Cheops bewegt wurden. 1000 Jahre. Lassen Sie diese Zeitspanne auf sich wirken. Es ist eine Dauer, die uns heute von der Zeit Karls des Großen trennt. Als die maltesische Tempelkultur ihren Höhepunkt erreichte, war das Schreiben noch nicht erfunden, das Rad in den meisten Teilen der Welt unbekannt und die großen Reiche Mesopotamiens und Ägyptens lagen noch in ferner Zukunft. Hier, auf diesen kleinen isolierten Inseln, schuf eine Gemeinschaft ohne Metallwerkzeuge. Sie nutzten nur Stein, Knochen und Holz, Bauwerke von einer Komplexität und Größe, die für diese Epoche beispiellos sind. Die Datierung dieser Anlagen ist keine Spekulation, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger archäologischer Arbeit, insbesondere der Radiokarbonmethode. Durch die Analyse organischer Materialien, die in den Tempelschichten gefunden wurden, konnten Wissenschaftler ein präzises chronologisches Gerüst erstellen. Dieses Gerüst platziert die maltesische Tempelphase fest in das späte Neolithikum und stellt sie an den absoluten Anfang der monumentalen Steinarchitektur weltweit. Wir stehen also nicht nur vor alten Ruinen. Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Die Geschichte der Architektur beginnt nicht in den Tälern des Nils oder des Euphrats, sondern hier, auf einem sonnenverbrannten Felsen im Mittelmeer. Unsere Reise führt uns nun auf die kleinere Schwesterinsel Gozo. Hier, auf einem Plateau mit Blick über die südliche Hälfte der Insel, erheben sich die Mauern von Gantija. Der Name selbst, aus dem Maltesischen stammend, bedeutet Turm der Giganten. Und wenn man vor diesen Mauern steht, versteht man, warum spätere Generationen, die den Ursprung dieser Bauten vergessen hatten, sie nur dem Wirken von Riesen zuschreiben konnten. Die äußere Umfassungsmauer erreicht an manchen Stellen eine Höhe von über 6 Metern. Sie besteht aus massiven, grob behauenen Korallenkalksteinblöcken, von denen einige über 50 Tonnen wiegen. Wie eine prähistorische Gesellschaft ohne Rad, ohne Lasttiere und ohne Metallhebel solche Massen bewegen und aufschichten konnte, bleibt eines der größten Rätsel der Archäologie. Gantija besteht eigentlich aus 2 separaten Tempeln, die von einer gemeinsamen Außenmauer umschlossen sind. Beide folgen dem typischen maltesischen Grundriss, der an ein Kleeblatt erinnert. Ein zentraler Korridor, von dem mehrere halbrunde Kammern, sogenannte Apsiden, abzweigen. Der ältere und größere Südempel ist bemerkenswert gut erhalten. Wenn wir durch den monumentalen Eingang treten, betreten wir eine Welt, die über 500 Jahre alt ist. Der Boden ist aus gestampftem Torba, einer lokalen Zementart. In den Apsiden finden sich noch immer die Reste von Altären und Nischen. Archäologen entdeckten hier Tierknochen, hauptsächlich von Schafen, Ziegen und Schweinen, was auf rituelle Opferungen oder Festmähler hindeutet. Feuerstellen zeugen von Zeremonien, die im Schein der Flammen abgehalten wurden. Kleine, in den Stein gehauene Löcher könnten für Trankopfer gedient haben, bei denen Flüssigkeiten in die Erde, in den Schoß von Mutter Erde, gegossen wurden. Es ist ein Ort, der Ehrfurcht gebietet, nicht nur durch seine schiere Größe, sondern auch durch seine spürbare spirituelle Energie. Man kann sich die Priester oder Priesterinnen vorstellen, wie sie in den halbdunklen Kammern ihre Riten vollzogen, während die Gemeinschaft draußen auf dem großen Vorplatz versammelt war. Gantija ist kein Palast und keine Festung. Es ist ein heiliger Ort, ein Zentrum des Glaubens, erbaut, um Generationen zu überdauern
eine Botschaft an die Götter, in Stein gemeißelt. Wir kehren zurück auf die Hauptinsel Malta und begeben uns an ihre Südküste. Hier, auf einer Anhöhe, die sanft zum tiefblauen Meer abfällt, liegt der Tempelkomplex von Haga Kim. Der Name bedeutet stehende Steine der Anbetung und er beschreibt perfekt die majestätische und zugleich poetische Atmosphäre dieses Ortes. Im Gegensatz zur rohen Kraft von Gantija wirkt Haga Kim feiner, fast eleganter. Das liegt am verwendeten Material. Der weichere Globigerina-Kalkstein erlaubte den Erbauern eine präzisere Bearbeitung. Die Mauern sind glatter, die Portale kunstvoller gestaltet. Eines dieser Portale, ein sogenanntes Triliton-Tor, ist zu einer Ikone der maltesischen Prähistorie geworden. Doch die wahre Faszination von Haga Kim liegt in seiner Beziehung zum Kosmos. Der Tempel ist präzise auf die Sonnenwenden ausgerichtet. Am ersten Tag des Sommers, zur Sommersonnenwende, fallen die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne durch ein kleines, als Orakelloch bekanntes Fenster und beleuchten einen Altar in einer der inneren Apsiden. 6 Monate später, zur Wintersonnenwende, wiederholt sich das Schauspiel an einem gegenüberliegenden Portal. Dies ist kein Zufall. Es ist der Beweis für ein tiefes astronomisches Wissen und die zentrale Bedeutung des Sonnenzyklus für den Glauben dieser Menschen. Der Kalender aus Stein markierte die wichtigsten Zeitpunkte im landwirtschaftlichen Jahr. Die Zeit der Aussaat und der Ernte. In den Kammern von Haga Kim machten Archäologen bedeutende Funde, darunter mehrere kleine Statuetten von fettleibigen Figuren, oft als Venus von Malta bezeichnet. Diese Figuren, deren Geschlecht nicht immer eindeutig ist, werden als Darstellungen einer Fruchtbarkeitsgottheit oder als Priesterinnen interpretiert. Sie deuten auf einen Kult hin, der das Leben, die Fruchtbarkeit und die Regeneration feierte. Themen, die eng mit den Zyklen der Sonne und der Erde verbunden sind. Wenn man heute zwischen diesen Steinen steht, den salzigen Wind vom Meer spürt und auf die kleine unbewohnte Insel Filfla blickt, fühlt man die tiefe Verbindung dieser Kultur zu ihrer Umwelt, dem Stein, dem Meer und dem Himmel. An der Südküste Maltas, wo die Klippen steil zum Mittelmeer abfallen, liegt ein Heiligtum, das mehr als nur Stein ist. Es ist ein Observatorium, ein Kalender, ein stiller Dialog mit dem Kosmos. Dies ist Menaidra. Wenn wir seine 3 Tempel betreten, spüren wir eine fast greifbare Verbindung zu den Rhythmen der Natur, die von seinen Erbauern mit unvorstellbarer Präzision eingefangen wurde. Vor allem der südlichste Tempel ist ein Meisterwerk der prähistorischen Astronomie. Seine gesamte Architektur ist auf die Sonne ausgerichtet, auf ihre jährliche Reise über den Himmel. An den Tagen der Tag- und Nachtgleiche, im Frühling und im Herbst, wenn Tag und Nacht von gleicher Dauer sind, geschieht etwas Magisches. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne dringen exakt durch das monumentale Hauptportal und wandern als perfekter Lichtfleck entlang der Hauptachse tief ins Innere des Tempels. Es ist ein Moment perfekter himmlischer Symmetrie, festgehalten in Stein. Noch beeindruckender ist das Schauspiel zu den Sonnenwenden. Zur Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres, fällt das Licht nicht zentral, sondern seitlich durch das Portal. Es teilt sich und beleuchtet 2 massive Megalithen zu beiden Seiten des inneren Durchgangs, als wolle es die dunkelste Zeit des Jahres markieren und gleichzeitig die Wiedergeburt des Lichts ankündigen. 6 Monate später, zur Sommersonnenwende, wiederholt sich dieses Spiel auf der gegenüberliegenden Seite. Die Sonnenstrahlen treffen nun die Kanten der Megalithen
auf der anderen Seite des Portals. Diese Ausrichtung ist keine zufällige Laune der Architektur. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger, über Generationen verfeinerter Beobachtung. Für diese Menschen war der Himmel keine abstrakte Wissenschaft, sondern eine lebenswichtige Quelle der Orientierung. Die Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen markierten die Wechsel der Jahreszeiten, den richtigen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte. Der Tempel von Menaidra war somit nicht nur ein Ort des Glaubens, sondern auch ein Instrument des Überlebens, eine steinerne Uhr, die das Leben der Gemeinschaft im Einklang mit dem Kosmos taktete. In seiner stillen Präzision liegt eine tiefgründige Weisheit, die uns daran erinnert, dass auch unsere Vorfahren die Sterne lasen und ihre Welt nach ihnen ordneten. Wenn die Architektur der Tempel die Knochen dieser Kultur sind, dann ist ihre Kunst die Seele. Beim Betreten der stillen Kammern, wenn sich die Augen an die Dämmerung gewöhnt haben, offenbaren die Steine ihre Geheimnisse. Es sind keine großen, dramatischen Fresken, sondern subtile, in den Stein gemeißelte Botschaften. Das dominanteste und rätselhafteste Motiv ist die Spirale. Sie findet sich überall, als einzelne, sich entfaltende Form, als doppelte, ineinandergreifende Spirale oder als komplexe fließende Muster, die ganze Steinplatten bedecken. Im Orakelraum des Tarxien-Tempels scheinen sie fast lebendig zu werden. Ein endloser Tanz aus Kurven und Linien. Was wollten die Erbauer uns damit sagen? Die Interpretationen sind so vielfältig wie die Formen selbst. Für viele symbolisiert die Spirale den ewigen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Eine Reflexion der Jahreszeiten, die in Menaidra so genau beobachtet wurden. Sie könnte das sich windende Wasser darstellen, die Quelle allen Lebens oder die Reise der Sonne über den Himmel. Vielleicht ist sie auch eine Darstellung der menschlichen Reise von der Geburt bis zum Tod und darüber hinaus ein Weg ins Zentrum des Seins oder in die Unterwelt. Neben den Spiralen finden wir auch andere Motive. Feine, gebohrte Punktmuster schmücken die Wände wie ein steinerner Sternenhimmel. Es gibt Reliefs von Tieren, insbesondere von Schweinen und Ziegen, die wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Ernährung und vielleicht auch im Opferkult spielten. Spuren von rotem Ocker, einem Pigment aus Eisenoxid, beweisen, dass diese grauen Innenräume einst in leuchtenden Farben erstrahlten. Man muss sich vorstellen, wie diese Muster im flackernden Licht von Talgöllampen tanzten und den Ritualen eine mystische, fast hypnotische Atmosphäre verliehen. Diese Kunst war keine reine Dekoration. Sie war eine visuelle Sprache, ein System von Symbolen, dessen genaue Bedeutung uns heute verschlossen ist. Jeder Punkt, jede Linie, jede Spirale war Teil einer größeren Erzählung, eines Glaubenssystems, das die Welt dieser Menschen ordnete und mit Sinn erfüllte. Sie sind die stummen Echos einer verlorenen Mythologie. Aus dem Staub der Jahrtausende, geborgen aus dem Schoss der Tempel und Gräber, traten Figuren ans Licht, die unser Bild dieser Kultur für immer prägen sollten. Es sind die sogenannten korpulenten Damen von Malta. Statuetten von oft nur wenigen Zentimetern Größe, aber von monumentaler Präsenz. Ihre Formen sind üppig, die Hüften, Oberschenkel und Brüste stark überzeichnet, während Arme, Füße und Köpfe oft nur angedeutet oder gar nicht vorhanden sind. Die berühmteste von ihnen, die schlafende Dame, wurde im Hypogeum von Hal Saflieni gefunden. Sie ruht auf der Seite, eine Hand unter dem Kopf, in einer Pose ewiger Ruhe oder vielleicht eines prophetischen Traums. Eine andere, die Venus von Malta aus Haga Kim, steht aufrecht. Ihre Gesichtszüge sind verwittert,
Doch ihre kraftvolle Form spricht Bände. Wer waren diese Figuren? Die einfachste und populärste Deutung sieht in ihnen Darstellungen einer großen Muttergöttin, einer universalen Gottheit der Fruchtbarkeit, des Lebens und der Erde. Ihre Korpulenz wäre dann kein Zeichen für Fettleibigkeit, sondern ein Symbol für Überfluss, für die Fähigkeit, Leben zu schenken und zu nähren. In einer Zeit, in der das Überleben von der Fruchtbarkeit des Bodens und der Menschen abhing. Doch diese Interpretation ist vielleicht zu einfach. Die Archäologie mahnt zur Vorsicht. Es gibt keine schriftlichen Quellen, die uns den Namen oder die Funktion dieser Figuren verraten. Einige Forscher sehen in ihnen eher Darstellungen von Priesterinnen, Orakeln oder verehrten Ahninnen. Die fehlenden oder unpersönlichen Gesichter könnten darauf hindeuten, dass sie nicht eine bestimmte Person, sondern ein Prinzip oder eine Rolle repräsentieren. Interessanterweise sind nicht alle Figuren eindeutig weiblich. Einige scheinen geschlechtslos oder androgyn zu sein, was die simplen Fruchtbarkeitstheorien weiter in Frage stellt. Vielleicht ging es weniger um das biologische Geschlecht als um ein breiteres Konzept von Lebenskraft und Regeneration. Was auch immer ihre wahre Identität war, diese stillen Steinfiguren waren zweifellos von zentraler Bedeutung. Sie standen auf Altären, wurden in Nischen platziert und den Toten mit ins Grab gegeben. Sie sind die menschlichste Verbindung, die wir zu den Tempelbauern haben. Ein Rätsel aus Stein, das von den tiefsten Sorgen und Hoffnungen einer versunkenen Welt erzählt. Der Hoffnung auf Leben, auf Kontinuität und auf Schutz vor den Unwägbarkeiten der Existenz. Wir stehen vor den Mauern von Gantija oder Hagachim und die eine Frage drängt sich unweigerlich auf. Wie? Wie konnte eine Gesellschaft ohne Metallwerkzeuge, ohne Rad und ohne Zugtiere derartige Monumente errichten? Die größten Megalithen wiegen über 50 Tonnen, so viel wie ein moderner Kampfpanzer. Sie zu bewegen und millimetergenau zu platzieren, erscheint uns heute als eine fast übermenschliche Leistung. Doch die Tempelbauer waren keine Magier, sondern meisterhafte Ingenieure und Organisatoren. Ihre Werkzeuge waren einfach, aber effektiv. Aus hartem Feuerstein fertigten sie Hämmer und Meißel, um den weicheren Globigerina-Kalkstein zu bearbeiten. Für den härteren Korallenkalkstein nutzten sie wahrscheinlich eine Kombination aus Steinwerkzeugen und der Technik des Feuersetzens, bei der der Fels erhitzt und dann mit Wasser abgeschreckt wurde, um ihn brüchig zu machen. Der Transport der tonnenschweren Blöcke vom Steinbruch zur Baustelle ist eines der größten Rätsel. Archäologen haben zahlreiche kugelförmige Steine in der Nähe der Tempel gefunden. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass diese als eine Art Kugellager dienten. Man stelle sich vor, ein massiver Steinblock, auf eine hölzerne Schleife geladen, wird von Hunderten von Menschen über eine Bahn aus diesen Steinkugeln gezogen und geschoben. Es muss ein unglaublich mühsamer, langsamer und gefährlicher Prozess gewesen sein, der eine perfekte Koordination erforderte. Auf der Baustelle selbst wurden die Blöcke vermutlich über Rampen aus Erde und Schutt an ihre Position gehievt, unter Einsatz von Hebeln aus Holz. Die Wände wurden in einer sogenannten Triliton-Bauweise errichtet. 2 aufrechte Steine, die einen horizontalen Deckstein tragen. Für die Dächer entwickelten sie eine geniale Technik, das Kraggewölbe. Dabei wurden die Steinreihen nach innen immer weiter überstehend verlegt, bis sich die Lücke an der Spitze mit einer einzigen Platte schließen ließ. Diese Leistung war nicht nur eine technische, sondern vor allem eine soziale.
Der Bau eines einzigen Tempels muss Generationen gedauert haben und erforderte eine hochorganisierte Gesellschaft mit einer klaren Führung, einer gemeinsamen Vision und dem unerschütterlichen Glauben, der all diese Mühen rechtfertigte. Jeder Stein ist ein Zeugnis für menschliche Entschlossenheit und den kollektiven Willen, etwas zu schaffen, das die Zeit überdauert. Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer aus dem Fels gehauenen Kammer, tief unter der Erde. Das einzige Licht ist das Flackernde einer kleinen Öllampe. Sie atmen tief ein und ein leises Summen, ein gesungener Ton, verlässt Ihre Lippen. Doch was zurückkehrt, ist nicht nur ein einfaches Echo. Der gesamte Raum scheint zu vibrieren, der Ton wird verstärkt, er dringt durch den Stein, durch Ihren Körper, bis in Ihr Inneres. Dies ist keine Fantasie, sondern die faszinierende Realität der maltesischen Tempel, insbesondere des Hypogeums von Halsaf-Lieni. In einer seiner Kammern, treffend als Orakelkammer bezeichnet, findet sich eine kleine, ovale Nische in Kopfhöhe. Spricht oder singt eine Person mit tiefer Stimme in diese Nische hinein, entsteht ein kraftvolles Resonanzphänomen. Der Schall breitet sich im gesamten Komplex aus und erzeugt eine unheimliche, allgegenwärtige Klanglandschaft. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kammer bei einer Frequenz von etwa 110 Hertz besonders stark mitschwingt. Diese Frequenz liegt im unteren Bereich der männlichen Stimme und ist bekannt dafür, dass sie bestimmte Bereiche des menschlichen Gehirns beeinflussen kann, die für Stimmungen und emotionale Zustände zuständig sind. War dies ein Zufall der Architektur oder eine bewusste und hochentwickelte Ingenieursleistung? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Aber die Wirkung ist unbestreitbar. Für die Menschen der Tempelkultur könnte diese akustische Eigenschaft von zentraler ritueller Bedeutung gewesen sein. Ein Priester oder eine Priesterin, die hier Orakel verkündete, hätte buchstäblich mit der Stimme des Gesteins, mit der Stimme der Erde, selbst gesprochen. Der Klang hätte die Anwesenden in einen meditativen, vielleicht sogar tranceähnlichen Zustand versetzen können, in dem die Grenzen zwischen der physischen und der spirituellen Welt verschwammen. Es war ein Werkzeug, um das Heilige erfahrbar zu machen. Ein architektonisches Instrument, das nicht nur den Raum, sondern auch das Bewusstsein der Menschen, die ihn betraten, formte. Die Tempel waren nicht nur stumme Zeugen aus Stein, sie waren lebendige, atmende, singende Resonanzkörper. Die gewaltigen Tempel ragen wie steinerne Riesen aus der Landschaft und ziehen unsere gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Doch wer waren die Menschen, die ihre ganze Energie in diese Monumente investierten? Wo und wie lebten sie? Um das zu verstehen, müssen wir unseren Blick von den Tempeln abwenden und auf die unscheinbareren Spuren achten, die sie in der Erde hinterlassen haben. Archäologische Funde in der Nähe der Tempelanlagen, wie etwa bei Skorba, geben uns einen Einblick in den Alltag dieser neolithischen Gesellschaft. Ihre Häuser waren weitaus vergänglicher als ihre Tempel. Sie bestanden wahrscheinlich aus Lehmziegeln oder Flechtwerkwänden, die mit Lehm verputzt waren und auf niedrigen Steinfundamenten ruhten. Ovale Grundrisse deuten auf einfache, aber funktionale Hütten hin, die Schutz vor Sonne und Wind boten. Im Inneren dieser Behausungen und in den Abfallgruben drumherum finden wir die Werkzeuge ihres Lebens. Töpferwaren, oft mit eleganten, eingeritzten Mustern verziert, zeugen von handwerklichem Geschick und einem Sinn für Ästhetik. Sie dienten zur Lagerung von Getreide wie Emmer und Gerste, zum Kochen von Linseneintöpfen und zum Trinken von Wasser
oder vielleicht einer einfachen Form von Bier. Scharfe Klingen und Schaber aus importiertem Feuerstein und Obsidian belegen weitreichende Handelskontakte über das Meer, wahrscheinlich bis nach Sizilien und zu den Liparischen Inseln. Mit diesen Werkzeugen bearbeiteten sie Holz, zerlegten Tiere und ernteten ihre Felder. Knochennadeln und Spinnwirtel aus Ton verraten uns, dass sie Wolle von ihren Schafen und Ziegen zu Fäden spannen und daraus Kleidung webten. Das Bild, das sich zusammensetzt, ist das einer gut organisierten, sesshaften Bauerngemeinschaft. Ihr Leben war geprägt von der harten Arbeit auf den Feldern und der Aufzucht von Vieh. Doch es war auch ein Leben, das tief mit ihrem Glauben verwoben war. Die Nähe ihrer Siedlungen zu den Tempeln zeigt, dass das Heilige kein abgegrenzter Bereich war, sondern das Zentrum ihrer gesamten Existenz. Die Tempel waren nicht nur Orte für gelegentliche Rituale. Sie waren der pulsierende Kern ihrer Welt, für den sie arbeiteten, lebten und an den sie glaubten. Im Jahr 1902 stießen Bauarbeiter zufällig auf eine Öffnung im Boden. Sie ahnten nicht, dass sie das Tor zu einer seit Jahrtausenden versiegelten Welt aufgestoßen hatten, zu einem der außergewöhnlichsten Bauwerke der Menschheitsgeschichte, dem Hypogäum von Hal Saflieni. Das Wort Hypogäum bedeutet schlicht unter der Erde. Doch diese Beschreibung wird der Komplexität und der spirituellen Tiefe dieses Ortes nicht gerecht. Es ist kein Gebäude im herkömmlichen Sinne. Es wurde nicht Stein auf Stein errichtet, sondern über Jahrhunderte hinweg aus dem lebenden Kalksteinfelsen herausgehauen, Schicht für Schicht, Kammer für Kammer, bis in eine Tiefe von über 10 Metern. Der Abstieg in das Hypogäum ist eine Reise in eine andere Welt. Die oberste Ebene, die älteste, wirkt noch wie eine natürliche Höhle, die von Menschenhand erweitert wurde. Je tiefer man jedoch steigt, desto raffinierter wird die Architektur. Auf der mittleren Ebene entfaltet sich eine atemberaubende unterirdische Imitation der obertägigen Tempel. Wir finden die bekannten Apsiden, die trichterförmigen Portale und sogar einen Raum, der als Allerheiligstes bezeichnet wird und die charakteristische Trilithon-Struktur der Megalith-Tempel perfekt nachbildet. Alles aus einem einzigen Stück Fels geschnitten. Die Wände und Decken einiger Kammern sind mit faszinierenden roten Ockermalereien verziert. Spiralen, Scheiben und komplexe geometrische Muster scheinen in der Dunkelheit zu tanzen und verleihen dem Ort eine mystische Aura. Dies war mehr als nur ein Grab. Es war eine Kathedrale der Unterwelt, ein Ort des Übergangs. Man kann sich vorstellen, wie hier bei flackerndem Fackelschein Rituale abgehalten wurden, wie die Klänge von Gesängen durch die Gänge hallten und wie die Lebenden hier mit ihren Ahnen in Kontakt traten. Das Hypogäum ist der ultimative Ausdruck des Glaubens der Tempelbauer an ein Leben nach dem Tod und ihre Ehrfurcht vor der Erde selbst, die sie als Schoß und Grab zugleich betrachteten. Als die ersten Archäologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die dunklen Kammern des Hypogäums erkundeten, machten sie eine überwältigende Entdeckung. In den Nischen und auf den Böden der unteren Ebenen lagen die Überreste von Tausenden von Menschen. Frühe Berichte sprechen von bis zu 7.000 Individuen, eine schier unvorstellbare Zahl. Obwohl moderne Schätzungen diese Zahl etwas nach unten korrigieren, bleibt die Tatsache bestehen. Das Hypogäum war eine riesige, kollektive Nekropole. Ein Beinhaus, das über viele Generationen hinweg genutzt wurde. Die Art der Bestattung war dabei von besonderer Bedeutung. Es handelte sich nicht um individuelle Gräber, in denen Körper in anatomischer Ordnung beigesetzt wurden.
Stattdessen fanden die Forscher eine Masse von durcheinander liegenden, disartikulierten Knochen. Dies deutet auf einen mehrstufigen Bestattungsritus hin. Wahrscheinlich wurden die Verstorbenen zunächst an einem anderen Ort beigesetzt oder der Natur ausgesetzt, bis nur noch die Knochen übrig waren. Ein Prozess, der als Exkarnation bekannt ist. Erst danach wurden die trockenen Gebeine gesammelt und in die heilige Dunkelheit des Hypogeums gebracht, um sich dort mit den Knochen ihrer Vorfahren zu vermischen. Diese Praxis offenbart eine tiefgreifende Vorstellung von Gemeinschaft, die über den Tod hinausreichte. Die Identität des Einzelnen trat hinter die des Kollektivs, der Familie, des Clans zurück. Im Tod wurden alle wieder Teil eines großen Ganzen, einer ewigen Gemeinschaft der Ahnen. Die Knochen selbst erzählen uns Geschichten. Analysen zeigen eine Bevölkerung, die sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung ernährte und im Allgemeinen frei von Anzeichen kriegerischer Gewalt war. Es war eine friedliche Gesellschaft, die ihre Energie nicht in Waffen, sondern in Rituale und den Bau für die Ewigkeit investierte. Das Hypogeum war somit nicht nur ein Ort der Trauer, sondern ein aktives Zentrum des Ahnenkults. Es war das physische und spirituelle Archiv eines Volkes. Ein Ort, an dem die Grenze zwischen Leben und Tod, Vergangenheit und Gegenwart aufgehoben wurde. Wenn wir uns von den monumentalen Tempeln abwenden und die karge, sonnenverbrannte Landschaft Maltas durchwandern, stoßen wir auf ein weiteres, ebenso verwirrendes Rätsel. In den Kalksteinboden sind auf der ganzen Insel tiefe, parallele Rillen eingekerbt, die oft kilometerweit verlaufen. Man nennt sie Cart Ruts, Wagenspuren. Sie durchziehen Hügel, kreuzen sich, laufen auseinander und verschwinden abrupt an Klippenrändern, nur um auf der anderen Seite einer Bucht wieder aufzutauchen. Wer hat diese Spuren hinterlassen und wozu dienten sie? Die naheliegendste Theorie besagt, dass es sich um Transportwege handelt. Vielleicht wurden hier schwere Schlitten oder Karren gezogen, beladen mit den gewaltigen Megalithen für den Tempelbau oder mit landwirtschaftlichen Gütern. Die Spuren wären demnach das Ergebnis jahrhundertelanger Abnutzung durch hölzerne Kufen oder primitive Räder, die sich in den weichen Globigerinen-Kalkstein eingruben. Doch diese Erklärung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die Spurbreiten sind nicht einheitlich und oft verlaufen sie an so steilen Hängen, dass ein Transport mit Lasten unmöglich erscheint. Es gibt keine Hinweise auf Zugtiere aus dieser Epoche, was bedeuten würde, dass Menschen diese Lasten zogen, eine schier übermenschliche Anstrengung. Einige Forscher schlagen alternative Erklärungen vor. Könnten es Bewässerungskanäle gewesen sein, die das kostbare Regenwasser sammelten und zu den Feldern leiteten? Oder sind sie vielleicht gar nicht von Menschenhand gemacht? Geologen weisen darauf hin, dass ähnliche Formationen durch natürliche Erosion entstehen können, wenn Wasser entlang von Brüchen im Gestein fließt und diese über Jahrtausende auswäscht. Diese Theorie erklärt jedoch nicht die oft bemerkenswerte Parallelität der Spuren und ihre Konzentration an bestimmten Orten, wie bei Misra Gar il-Kbir, das treffend als Clapham Junction bezeichnet wird. Die Wagenspuren bleiben ein stummer Zeuge einer unbekannten Aktivität. Sie sind eine Landkarte ohne Legende, ein Netzwerk, dessen Zweck uns entglitten ist. Sie verbinden die großen Tempelstätten nicht direkt, sondern scheinen einem eigenen, verlorenen System zu folgen. Sie erinnern uns daran, dass der Alltag dieser prähistorischen Menschen ebenso komplex und geheimnisvoll war wie ihre monumentale Sakralarchitektur.
Nach fast 1,5 Jahrtausenden ununterbrochener Bautätigkeit, nach der Errichtung von Monumenten, die selbst die Pyramiden von Gizeh an Alter übertreffen, geschieht um 2500 vor Christus etwas Unerklärliches. Die Tempelkultur Maltas verschwindet. Sie endet nicht in einem langsamen Niedergang, sondern abrupt, fast so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Die archäologischen Schichten zeigen ein klares Ende. Über den letzten Böden der Tempelzeit findet sich eine sterile Schicht, eine Pause in der menschlichen Besiedlung. Danach, als wieder Menschen auf die Inseln kamen, waren es völlig andere Kulturen, die die Bronzezeit einläuteten. Sie hatten keine Verbindung mehr zu den Erbauern der Megalith-Tempel. Die alten Heiligtümer wurden nicht weiter genutzt, ihre Rituale nicht fortgeführt. Sie wurden aufgegeben, dem Wind und dem Verfall überlassen. Was führte zu diesem plötzlichen Kollaps? Die Beweislage ist spärlich und lässt Raum für viele Hypothesen, doch keine davon ist endgültig bewiesen. Eine der führenden Theorien ist die des ökologischen Zusammenbruchs. Jahrtausende intensiver Landwirtschaft auf einer kleinen Insel mit dünnen Böden könnten zu deren vollständiger Erschöpfung geführt haben. Entwaldung zur Gewinnung von Bauholz und Brennmaterial hätte die Erosion beschleunigt. Pollenanalysen deuten tatsächlich auf eine dramatische Veränderung der Vegetation hin. Eine lang anhaltende Dürreperiode, die in dieser Zeit auch andere Zivilisationen im Mittelmeerraum und im Nahen Osten traf, könnte den entscheidenden Schlag versetzt haben. Eine hungernde Bevölkerung, deren Götter im Angesicht der Katastrophe zu schweigen schienen, hätte ihre Heimat verlassen oder wäre schlicht ausgestorben. Andere Szenarien sind ebenfalls denkbar. Eine eingeschleppte Seuche könnte die dicht gedrängte Bevölkerung dezimiert haben. Auch soziale Unruhen, ein Zusammenbruch der Priesterkaste oder ein interner Konflikt sind nicht auszuschließen, auch wenn es dafür kaum direkte Belege gibt. Das Schweigen in den archäologischen Aufzeichnungen ist ohrenbetäubend. Die Menschen, die die ältesten freistehenden Steingebäude der Welt errichteten, verschwanden und nahmen ihre Geheimnisse mit sich. Zurück blieben nur ihre steinernen Tempel, monumentale Grabsteine einer verlorenen Zivilisation. Wo die wissenschaftlichen Erklärungen an ihre Grenzen stoßen, beginnt das Reich der Fantasie. Die maltesischen Tempel mit ihrem hohen Alter und ihren ungelösten Rätseln sind ein fruchtbarer Boden für alternative und oft fantastische Theorien. Es ist nur allzu menschlich, angesichts solch beeindruckender Leistungen nach ebenso beeindruckenden Erklärungen zu suchen. Eine der populärsten Ideen verbindet Malta mit dem Mythos von Atlantis. Könnten die Tempel die Überreste dieser legendären, untergegangenen Zivilisation sein? Befürworter dieser Theorie sehen in den Tempeln technologische und astronomische Kenntnisse, die sie einer prähistorischen Kultur nicht zutrauen. Andere spekulieren über den Besuch außerirdischer Paläoastronauten, die den frühen Maltesern das Wissen zum Bau der Megalithanlagen vermittelt haben sollen. Die Spiralmotive werden als Sternenkarten gedeutet, die Tempel als Energiezentren oder Landeplätze. So verlockend diese Vorstellungen auch sein mögen, sie entbehren jeder archäologischen Grundlage. Aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir uns an das halten, was belegbar ist. Und die Belege sprechen eine klare Sprache. Die Tempelkultur entwickelte sich lokal auf Malta über einen sehr langen Zeitraum. Die Keramik, die Werkzeuge, die Bestattungsriten, all das zeigt eine kontinuierliche, indigene Entwicklung ohne plötzliche Brüche oder Einflüsse von außen.
Die verwendeten Baumaterialien stammen ausnahmslos von den Inseln. Es gibt keine exotischen Metalle, keine unbekannten Technologien, keine Hieroglyphen, die auf eine Verbindung zu Atlantis oder fernen Sternen hindeuten würden. Die Vorstellung, prähistorische Menschen seien zu solchen Leistungen nicht fähig gewesen, unterschätzt den menschlichen Erfindungsgeist und die Kraft kollektiver Anstrengung. Über Generationen hinweg gesammeltes Wissen über Hebelwirkung, Rampenbau und lokale Geologie genügte vollkommen. Anstatt die Leistung der Tempelbauer externen Kräften zuzuschreiben, sollten wir sie als das anerkennen, was sie ist: ein monumentaler Triumph des menschlichen Willens und der sozialen Organisation einer isolierten Inselgemeinschaft. Die wahren Mysterien Maltas brauchen keine fantastische Ausschmückung. Sie sind in ihrer authentischen archäologischen Realität bereits faszinierend genug. Ein bemerkenswertes Merkmal der maltesischen Tempelkultur ist etwas, das fehlt. In den archäologischen Funden aus dieser fast 1500 Jahre währenden Epoche gibt es so gut wie keine Hinweise auf Krieg oder organisierte Gewalt. Wir finden keine Festungen, keine Stadtmauern, keine Wälle. Die Tempel selbst, obwohl monumental, sind offene, unverteidigte Strukturen. Ihre Eingänge sind einladend, nicht abweisend. Auch unter den Tausenden von Artefakten, die ausgegraben wurden, fehlt es an eindeutigen Waffen. Die kunstvoll bearbeiteten Feuersteinklingen scheinen für rituelle oder alltägliche Zwecke bestimmt gewesen zu sein, nicht für den Kampf. Es gibt keine Darstellungen von Schlachten, Kriegern oder Waffen in der reichen Ikonographie der Tempel. Stattdessen sehen wir korpulente Figuren, Spiralen, Tiere und abstrakte Muster. Dieser Mangel an Beweisen für Konflikte hat viele Archäologen zu dem Schluss geführt, dass die Gesellschaft der Tempelbauer außergewöhnlich friedlich gewesen sein muss. In einer Zeit, in der andere Kulturen bereits befestigte Städte bauten und sich in kriegerischen Auseinandersetzungen befanden, scheinen die Malteser ihre gesamte kollektive Energie auf den Bau von Heiligtümern und die Durchführung von Ritualen konzentriert zu haben. Ihre Isolation im Herzen des Mittelmeers könnte sie vor äußeren Bedrohungen geschützt haben. Die soziale Struktur, möglicherweise eine Theokratie, die von einer Priesterkaste geleitet wurde, könnte interne Konflikte durch gemeinsame religiöse Projekte und Zeremonien kanalisiert und gelöst haben. Die Tempel dienten vielleicht nicht nur als Orte der Anbetung, sondern auch als Zentren der Verteilung von Ressourcen, der Rechtsprechung und der gemeinschaftlichen Identität, was die Notwendigkeit von Gewalt überflüssig machte. Natürlich ist die Abwesenheit von Beweisen kein Beweis für die Abwesenheit. Es ist möglich, dass Konflikte mit vergänglichen Waffen wie Holzkeulen ausgetragen wurden, die die Jahrtausende nicht überdauert haben. Dennoch ist der Kontrast zu anderen prähistorischen Kulturen frappierend. Das Bild, das sich uns bietet, ist das einer Gesellschaft, die über ein Jahrtausend lang Stabilität und Frieden fand, nicht durch militärische Macht, sondern durch gemeinsamen Glauben und kooperative Anstrengung. Eine Insel des Friedens in einer turbulenten Welt. Treten wir nun aus dem hellen Sonnenlicht Maltas in das gedämpfte, ewige Dämmern der Tempelkammern. Hier, im Herzen dieser steinernen Körper, vollzog sich das spirituelle Leben ihrer Erbauer. Die Luft ist kühl und still, doch wenn wir lauschen, können wir fast das Echo antiker Rituale vernehmen. Die Archäologie gibt uns Fragmente, Hinweise auf einen Glauben, der so alt ist, dass seine Götter längst ihre Namen verloren haben. In den Böden der Tempel
Besonders in den Apsiden, die wie heilige Nischen wirken, fanden Forscher die Knochen von Tieren, Schafe, Ziegen, Schweine, sorgfältig zerlegt. Dies sind keine einfachen Speisereste. Es sind die stummen Zeugen von Opfern. Man kann sich vorstellen, wie Priester oder Priesterinnen in rituellen Handlungen diese Tiere darbrachten, vielleicht um die Götter zu besänftigen, um Fruchtbarkeit für die Felder zu erbitten oder um den Ahnen zu danken. Der Rauch des verbrannten Fleisches stieg zur Decke, ein duftendes Gebet, das in den porösen Kalkstein einzog. An vielen Stellen finden wir auch sogenannte Libationslöcher, kleine, in den Stein gebohrte Öffnungen. Durch sie wurden vermutlich flüssige Opfergaben, wie Wasser, Milch, Honig oder vielleicht sogar Blut in die Erde gegossen, um Mutter Erde oder die unterirdischen Geister zu nähren. Es ist eine Geste der Gegenseitigkeit, ein Zurückgeben an die Kräfte, die das Leben spenden. Die berühmten Statuetten, die fülligen Venusfiguren, standen wahrscheinlich auf den Altären und symbolisierten Leben, Regeneration und Überfluss. Sie waren keine Porträts, sondern Ideale, physische Manifestationen der lebensspendenden Kraft, die hier verehrt wurde. Im Hypogäum von Hal Saflieni gibt es eine Kammer mit einer besonderen Akustik und einem kleinen Loch in der Wand, das als Orakelloch bekannt ist. Man spekuliert, dass hier Priester mit verstellter Stimme Prophezeiungen verkündeten, die aus der Tiefe zu kommen schienen. Ob Orakel, Opfer oder Gebet, jede Handlung in diesen Mauern war ein Versuch, eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der unsichtbaren Welt der Geister, Götter und Ahnen. Eine Verbindung zum Jenseits, die im Stein verewigt wurde. Die Tempelbauer sind vor Jahrtausenden verschwunden, aber ihr Erbe ist in Malta lebendiger denn je. Diese Steine sind mehr als nur archäologische Stätten. Sie sind das Fundament der nationalen Identität, ein Anker in einer unvorstellbar tiefen Vergangenheit. Für die Malteser sind die Tempel ein ständiger Beweis für die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Kreativität ihrer Vorfahren. In einem Land, dessen Geschichte von so vielen Eroberern geprägt wurde, von den Phöniziern über die Römer, die Araber, die Ritter des Johanniterordens bis hin zu den Briten, bieten die Tempel eine ursprüngliche, eine authentische, maltesische Erzählung. Sie erzählen eine Geschichte, die älter ist als alle anderen, eine Zeit, in der diese kleinen Inseln ein Zentrum einer einzigartigen und hochentwickelten Kultur waren. Dieses tiefe Bewusstsein für die eigene antike Geschichte durchdringt die moderne maltesische Gesellschaft. Die ikonische Form der Tempel findet sich auf den maltesischen Euromünzen wieder, ein tägliches Symbol für den Stolz auf dieses einzigartige Erbe. In den Schulen lernen Kinder von klein auf von Gantia und Hagachim, nicht als ferne Ruinen, sondern als Teil ihrer eigenen Geschichte. Die Ernennung der Tempel zum UNESCO-Weltkulturerbe war nicht nur eine internationale Anerkennung, sondern auch eine Bestätigung für die Malteser selbst, Hüter eines Schatzes von universeller Bedeutung zu sein. Diese Verantwortung wird sehr ernst genommen. Die aufwendigen Schutzbauten, die über einigen Tempeln errichtet wurden, um sie vor den Elementen zu schützen, sind ein sichtbares Zeichen dieses Engagements. Sie sind ein Dialog zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Ein Versuch, das Flüstern der Steine für zukünftige Generationen zu bewahren. Für viele Besucher, aber auch für die Einheimischen, ist ein Besuch der Tempel eine fast spirituelle Erfahrung. Es ist das Gefühl, auf heiligem Boden zu stehen und eine direkte Verbindung zu einer 5000 Jahre alten Menschheitsgeschichte zu spüren.
Die Tempel sind somit nicht nur stumme Monumente, sondern lebendige Orte der Erinnerung, die die Seele Maltas formen und die Inseln im Mittelmeer unverwechselbar machen. So viel wir auch über die Architektur, die Rituale und die Kunst der Tempelbauer gelernt haben, unsere Reise führt uns unweigerlich an eine Wand des Schweigens. Es ist die größte und vielleicht frustrierendste Wahrheit über diese Kultur. Die Steine erzählen uns viel, aber das Wichtigste behalten sie für sich. Der Grund dafür ist einfach und fundamental. Diese Menschen hinterließen uns keine Schrift, kein einziges Wort, keinen Namen eines Königs, keinen Hymnus an eine Göttin, kein Gesetzbuch. Wir stehen vor den ältesten freistehenden Monumenten der Menschheit und wissen nicht einmal, wie ihre Erbauer sich selbst nannten. Wir geben ihren Tempeln moderne Namen, Gantija, der Ort der Riesen, oder Tarxien, nach dem Dorf, in dem sie gefunden wurden. Ihre ursprünglichen Namen sind im Wind der Zeit verweht. Wir sehen die Statuen der fülligen Frauen und nennen sie Fruchtbarkeitsgöttinnen oder Muttergöttin. Aber das sind unsere modernen Interpretationen, unsere Projektionen auf ihre stummen Gesichter. Vielleicht stellten sie Ahnen dar, Priesterinnen oder mythische Wesen, deren Geschichten wir niemals hören werden. Wir wissen nicht, wie ihre Gesellschaft organisiert war. Gab es einen auserwählten Priesterkönig? Wurden die Inseln von einem Rat der Ältesten regiert? War es eine matriarchale Gesellschaft, wie manche vermuten, oder eine theokratische? Die Steine geben keine Antwort. Und dann ist da das größte Rätsel von allen: das plötzliche Ende. Um 2500 vor Christus, nach mehr als einem Jahrtausend ununterbrochener Bautätigkeit, bricht die Tempelkultur abrupt ab. Die Tempel werden verlassen. Die Keramikstile ändern sich radikal. Neue Völker der Bronzezeit kommen auf die Inseln mit Waffen und völlig anderen Bestattungsriten. Was ist passiert? War es eine ökologische Katastrophe? Eine Dürre, die die dünnen Böden Maltas unfruchtbar machte? Gab es eine Seuche, die die Bevölkerung dahinraffte? Oder führte sozialer und religiöser Umsturz zum Kollaps? Wir haben Theorien, aber keine Gewissheiten. Die Archäologie ist ein mächtiges Werkzeug, aber sie hat ihre Grenzen. Sie kann uns die Knochen, die Töpfe und die Steine geben. Aber sie kann uns nicht die Träume, die Ängste und die Lieder der Menschen zurückbringen. Und so bleiben die Tempel von Malta nicht nur ein Monument menschlicher Leistung, sondern auch ein Denkmal für die Zerbrechlichkeit des Wissens und die unendliche Tiefe dessen, was wir für immer verloren haben.